Keyboard oder Digitalpiano, das fragen sich viele beim Kauf ihres ersten Instruments. Muss es ein großes Homepiano sein oder reicht auch so ein kleines Keyboard? Richtig, man weiß ja noch gar nicht, ob man mit dem Klavierspielen so auf der richtigen Seite ist, ob man dabei bleiben will. Hat man überhaupt Platz für ein Piano oder, naja, dann ist da auch noch der Anschaffungspreis. In der Tat gibt es eine Menge solcher Keyboards mit Pianotasten. Man könnte auch Piano-Keyboard dazu sagen. Wo liegen also die Unterschiede zwischen diesem Keyboard und einem E-Piano? Welches Instrument ist zum Klavierlernen geeignet? Diese Fragen beantwortet mir Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hi Yassin. Hallo Jörg, grüß dich. Also du kennst dich auch ein bisschen gut aus sogar mit Digitalpianos und E-Pianos, Stage-Pianos. Du spielst auch selber live. Ja. Und ist dir das ein Begriff eigentlich? Kennst du die Unterschiede zwischen diesen Instrumenten? Weil erstmal sehen die ja gleich aus. Ja, Fast. Also prinzipiell sind mir die Unterschiede geläufig. Ich denke, wir gehen da heute noch mal so ein bisschen im Detail drauf ein, für wen was geeignet ist und was wichtig ist beim Kauf und worauf man halt auch achten sollte. Das wäre meine erste Frage an dich. Was ist eigentlich zum Anfang wichtig? Worauf sollte man achten? Was sollte so ein Instrument überhaupt können? Zum Klavierspielen. Zum Klavierlernen. Zum Klavierlernen, ja. Also wir reden ja immer ganz viel über das Spielgefühl. Tastatur ist da natürlich eigentlich so der entscheidende Faktor. Ja, also das Spielgefühl wird eigentlich zu einem Großteil über die Tastatur transportiert. Der Klang ist natürlich auch wichtig, aber die Tastatur beeinflusst natürlich den Klang maßgeblich und deswegen sollte man darauf achten, dass man eine Hammermechanik-Tastatur hat, wenn möglich auch so wie hier 88 Tasten hat, also eine vollständige Klaviatur. Und das sind so mal so die zwei Basispunkte überhaupt, um mal einen Anfang zu haben. Ne? Jetzt sagst du aber mit Sicherheit, ja gut, aber das hat ja auch 88 Tasten. Exakt. Ne? Und hat ja auch irgendwie eine Art Mechanik, aber es gibt da dann doch nochmal Unterschiede bei der Art der Mechanik. Ja, genau. Und es geht um ein technisches Detail. Eigentlich ist es nur ein technisches Detail. Und natürlich haben diese Instrumente viele, viele Funktionen und wir gehen darauf gar nicht hier großartig ein. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesen technischen Details, die die Instrumente betreffen, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wir beantworten eure Fragen gerne und lasst gerne auch ein Like da oder ein Abo. Wir freuen uns darüber sehr. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem technischen Detail, worum es eigentlich geht, nämlich mit der Tastatur. Und ich würde dich bitten, spiel vielleicht einfach mal an und wir hören uns die Geräte erstmal an. Und dann sagst du was dazu. Hier haben wir jetzt das Kawai ES920 gehört. Da ist eine RH3 Responsive Hammer Tastatur. Da hört man das schon, Hammermechanik. Ja. Und das ist dir wahrscheinlich auch geläufig, ja. Genau, also eine super Tastatur, Kawai natürlich ein sehr gutes Spielgefühl. Ich spiele selbst privat auf Kawai Digitalpianos und also macht Spaß und ist für den Klavierunterricht auf jeden Fall auch geeignet. Gut, dann wäre insofern schon mal die Empfehlung ausgesprochen. Jetzt bitte ich dich mal hier Platz zu nehmen. Ja, also vom Klang her ist das gar nicht schlecht. Aber so wie du gespielt hast, war das, also ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal spielen gehört, klang das etwas spröde. Ja, also hier haben wir es natürlich jetzt so, dass die Tastatur natürlich in keinster Weise jetzt quasi mein Spielgefühl unterstützt, sondern es ist natürlich erstmal eine sehr, sehr leichtgängige Tastatur und man hat vielleicht gemerkt, dass manche Töne zum Teil lauter oder leiser sind, als sie vielleicht klingen sollten, gerade wenn man es im Vergleich zu dem vorigen Beispiel auf dem Kawai gehört hat. Ja. Und da merkt man, dass man so ein bisschen wie öfter mal in so ein Loch fällt, so, wo es dann entweder zu laut oder zu leise ist. Ein bisschen wie wenn man läuft und dann stolpert man immer mal, weil da mal eine Unebenheit ist oder so. Und das ist jetzt hier natürlich schon extrem, sage ich mal. Ich sag mal, nuancierte Klangkontrolle würde ich mir anders vorstellen. Genau, ja. Das ist hier auf jeden Fall etwas, das muss einem klar sein, dass es irgendwie okay ist, aber auf jeden Fall nicht
Ja, also insofern müssten wir uns fragen, wo liegt der Sinn von so einem Instrument? Also wir hatten ja eingangs, hatte ich ja schon gesagt, da ist dann noch der Anschaffungspreis. Das können wir eigentlich schon mal schnell klarstellen. Das hier kostet irgendwie was um 300 € und das kostet 4-mal so viel. Okay. Das ist auch noch etwas, also wirklich sehr viel schmaler, ne, klar. Das ist ja ganz anders konstruiert und gebaut. Das wiegt auch deutlich mehr, also es sieht schon danach aus. Also muss ich jetzt gar nicht hochheben. Also das ist halt wirklich so leicht, das kann ich so einfach ohne Probleme irre, hochheben. ja. Das ist schon krass. Ne? Also das wiegt wahrscheinlich unter 10 Kilo. So, und also das muss man natürlich jetzt alles mit einberechnen und dann dementsprechend auch die Anwendung ganz klar definieren. Dass es jetzt weniger ein Instrument ist, mit dem ich ernsthaft über mehrere Jahre Klavier lernen möchte, sondern das ist natürlich so ein Instrument, was ich vielleicht auch irgendwie als Keyboarder oder sowas für den Zweiteinsatz habe, für unterwegs oder mal, wenn ich irgendwo am Strand bin oder sowas und habe das oder im Urlaub dabei. Oder bin vielleicht auch an einem Punkt, wo ich sage, du, das ist für mich ein Viert-Hobby, ein Fünft-Hobby. Ich möchte eigentlich gar nicht von vornherein viel Geld ausgeben. Mir reicht es, wenn ich so ein bisschen ein halbwegs Spielgefühl habe. Und dann wäre das vielleicht auch vom Preis her so ein Ding, wo man sagt, ja, kann man vielleicht machen. Schließt man an die DAW an oder an ein Mobilgerät, wie auch immer. Genau. Ja, der Unterschied, ich hatte das eben gesagt, hier das ist ja auch ganz anders konstruiert. Ich werde mal das Tastaturmodell zeigen, um das Rätsel aufzulösen. Hier haben wir eine Hammermechanik eingebaut und die braucht auch mehr Platz, deswegen ist das anders konstruiert. Und zwar kann man das hier ganz gut sehen, mit der Taste bewege ich diesen Hammer, der schlägt auch richtig an. Also man hat ein wirklich taktiles Feedback und auch dieses Fliehkraftelement. Ja. Das fühlt sich ganz anders an und dieses Gewicht, das arbeitet auch noch für einen. Also die Taste ist dann in der Bewegung und die Bewegung wird unterstützt durch das Gewicht. Das ist eben eine gewichtete Hammermechanik. Und hier spricht man von semi-gewichteten Tastaturen. Semi-weighted oder halbgewichtet. Das wären so die Begriffe dafür. Und da fehlt die Hammermechanik völlig. Die gibt es da gar nicht. Und die Gewichtung eigentlich, die wird durch eine Federzugkraft erzeugt. Also von daher ist das schon mal ein ganz anderes Gefühl, das da entsteht beim Spielen. Also das ist der technische Hintergrund. Und dennoch, ja, wie du eben gesagt hast, die Vorteile, die können wir jetzt eigentlich mal noch klarstellen. Das wäre schon wichtig, weil diese Instrumente haben natürlich eine Daseinsberechtigung. Ja. Es ist erstmal total kompakt und sehr, sehr, sehr flach. Also man kann es wirklich unter den Arm nehmen und zum Gig tragen. Also ich denke auch für einen Gig, ich würde auch mal gerne da noch ein paar andere Sounds anspielen, weil also irgendwie... Wir hören mal rein, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne mal, da sind auch bestimmt noch andere Sounds. Da gibt es noch ein anderes Akustikpiano. Ja, das klingt jetzt ja schon anders, ja. Dann haben wir E-Piano. Oh, das klingt ja schon sehr cool. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also man kann da schön drauf spielen tatsächlich auf dieser Tastatur. Jetzt für einen Gig, ja. Also nicht um da pianistisch aktiv zu werden, um Klassik damit zu spielen. Dafür ist das wäre dann, glaube ich, nicht das Instrument, um Klassik zu üben. Ja. Aber das mit in den Urlaub zu nehmen, also ist ja wirklich leicht, ist besser als nichts. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Tastatur ist semi-gewichtet, also es ist ein bisschen eine Gewichtung da. Es ist also keine spröde MIDI-Tastatur, wo halt gar nichts irgendwie gefühlt geht, sondern hier kann man schon so ein bisschen spielen. Aber der Vergleich ist natürlich jetzt auch hart zu so einem Kawai, ne, wo du natürlich dann wirklich eine Top-Tastatur hast. Und die gehören halt auch mit zu den besten Tastaturen bei Kawai. Aber ich glaube, das wollten wir heute einfach herausstellen, für wen was halt sinnvoll ist. Ja? Genau, ich glaube, hier können wir festhalten, günstiger Preis, kompakt gebaut, sehr leicht. Man kann es sogar auf Batterie benutzen. Ja, man kann noch ein iPad anschließen und hat sogar USB-Audio-MIDI da drin. Das ist wirklich super praktisch. Für unterwegs ein iPad anschließen und Sachen aufnehmen, Notationen machen, was auch immer. Das kann man damit total gut machen und dafür finde ich den Einsatz auch gut. Also man ist damit auf einer Probe
schnell einsatzbereit Ja. und kann spielen. So. Und für die Leute, die vielleicht wirklich sagen, ja, ich möchte so ein bisschen klimpern, aber halt jetzt nicht krass lernen, dann ist natürlich vielleicht Ja. auch, dass man sagt, irgendwie Ja. für das Geld ist klar, dass man dann natürlich nicht über 1.000 Euro investiert, wenn man weiß, okay, eigentlich will ich das eigentlich nur so als Zweit- Genau. oder Dritthobby machen irgendwie. Genau, Ne? also ich meine, mit einem Anfängerinstrument wäre man ja so bei 500, 600 Euro ungefähr. Ja, Das ja. ist ja auch dann ein Instrument mit einer Hammermechanik. Das Ja. wäre eigentlich der Punkt, wo man ja in der Spezifikation darauf achtet, dass es eine Hammermechanik hat. Ja. So, ja, ich glaube, da haben wir eigentlich schon so die Vor- und Nachteile gut rausgearbeitet und ich hoffe, es hat geholfen euch bei der Wahl des Instruments, des ersten Einstiegsinstruments. Und ja, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal.